Fiat Ducato 8 und hier steht es drauf, Trigano Van QC passed, die Qualitätskontrolle hat zugeschlagen. Wir haben hier einen Forster vor uns gebaut bei Trigano und hier ist Harald Schäfer. Grüß dich, Harald. Hallo Sven. 20. Dezember, es ist schön kühl. Du hast wieder mal neue Spielobjekte bekommen. Ja. Du bist Hersteller, Fertiger von Spezialprodukten zur Verbesserung von Klangerlebnissen in Fahrzeugen. So kann man sagen. Das ist aber schön formuliert, ja, genau. Karatec heißt der Laden. Ja. Landau, das ist richtig schön, sehr, sehr zentral in der Südpfalz. Genau, so grob zwischen Karlsruhe und Ludwigshafen. Speyer weit weg? Speyer ist auch nicht weit weg, genau. Okay, das heißt also hier so ein Rheingraben, der geht ziemlich weit, glaube ich, von Frankfurt bis nach Stuttgart, oder der Graben? Wie, der Graben geht von, ich würde mal sagen, so von, ich bin nicht von hier, der Graben, würde ich sagen, geht von Mainz bis Basel ungefähr. Ja, das ist so runter. Das heißt, ein riesiger Graben. Hier kommen Leute eigentlich hier, um Urlaub zu machen, muss man sagen. Es ist eine wunderschöne Gegend. Wird hier auch Wein angebaut? Viel, ja. Das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands nach Rheinhessen und sehr bekannt. Und viele unserer Kunden kombinieren das auch gern miteinander. Die kaufen dann Wein und kommen dann zu uns, lassen sich was einbauen. Hast aber schön jetzt zusammengebracht, denn ich wollte gerade sagen, wenn man hierher kommt, dann kann man sein Reisemobil hier abstellen. Du hast einen eigenen Entsorgungsplatz, den hast du irgendwann mal neu gebaut. Das heißt, da kriege ich Wasser, da kann ich Abwasser entsorgen, kann auch Strom tanken, man kann sich hinstellen. Hier stand ich heute Nacht. Darf man hier stehen in der Kurve? Ja, bis jetzt hat das immer sehr, sehr gut funktioniert und normalerweise, wir haben ja heute Montag, das heißt, du bist sonntags angereist. Wenn du jetzt montags angereist wärst, dann würdest du auf dem Hof stehen und könntest dann hier auf unserem Hof übernachten. So ist das. Das ist der alte, das ist der Fiat Ducato 7. Ja, den habt ihr? Ja, der ist ja nicht alt, sondern das ist unser Demofahrzeug. Was wir jetzt mit diesem Ducato 8 machen, ist noch nicht so ganz entschieden. Das ist unser neues Demofahrzeug. Wird auf jeden Fall brauchen wir einen, weil sich einfach an dem Fahrzeug, auch wenn man es von außen nicht sieht, sehr, sehr viel geändert hat. Für uns zumindest. Ja, Ducato 8 bedeutet nicht nur das Dashboard ist anders, es ist die ganze Elektrik ist anders, alles, oder? Tatsächlich ist elektrisch bei dem Fahrzeug eigentlich alles anders. Also die Alarmanlage ist neu, Radioeinbau ist neu, die ganze Anbindung, Lenkradfernbedienung können wir vielleicht gleich nochmal erklären, ist neu. Da hat sich sehr vieles geändert. Das ist auch neu, genau. Das ist in dem Fall bei Trigano wird eine Digitalkamera verbaut, die aber wiederum nur in Verbindung mit dem Original Fiat Radio funktioniert. Es gibt kein Radio der Welt sonst, an dem die funktioniert und das haben wir natürlich hier umgebaut. Hier ist jetzt eine andere Kamera drin, aber im Originalgehäuse, das ab Werk drin war. Der ist flammneu, oder? Der ist ganz neu, ja. Es sind noch so ein paar Aufkleber drauf. Der ist auch nicht wirklich aufbereitet. Ja, das ist auch gut so, dass wir den mal sehen, wie er reinkommt. Aber eins habt ihr schon mal geschafft, ihr habt einen Kennzeichenhalter schon mal dran geschraubt. Ja, das Fahrzeug musste ja irgendwo herkommen oder musste ja irgendwie hierher kommen und da waren natürlich dann die roten Nummernschilder drauf zur Überführung und die haben wir dann natürlich mit unseren Kennzeichenhaltern. So, die habt ihr aber jetzt nicht abgeholt in Italien, das Auto, oder? Nee, das haben wir abgeholt bei Eura in Sprentlingen. So, Eura in Sprentlingen. Genau. So, dann werden wir das mal zeigen. Das ist jetzt ein Längsbettenfahrzeug? Das ist ein Längsbettenfahrzeug, 6,36 Meter lang, genau. So, da werden wir gleich mal sehen, denn du bist ein langer Kerl, genauso wie dein Sohn. Dein Sohn ist ein bisschen kleiner. Mein Sohn ist ein bisschen kleiner als ich. Trotzdem groß. Das heißt, wenn ihr mal zusammen auf Tour geht, ist das schon mal der Fall? Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Als der Lukas noch klein war, waren wir oft mit dem Wohnmobil weg. Aber seit er selber in Urlaub fährt, war der nicht mehr mit uns weg. So, vorne, da ist der Dometic-Kühlschrank, der ist drin. Anordnung sehr, sehr normal, klassisch. Das heißt, links hast du deine Küche. Wie soll man es auch anders machen? Fahr mal raus, bitte. Genau. Wenn es dann geht, kann ich nicht rausfahren. Ist noch nicht freigeschaltet. Nein, tatsächlich ist es so, dass dieses Fahrzeug ohne Batterieabwerk geliefert wird und wir haben tatsächlich auch keine Batterien nachrüsten lassen, weil wir ja selber Batterien haben, aber es aktuell hat noch keine drin. Also das wird ab Werk ohne Batterie geliefert? Das wird tatsächlich ab Werk ohne Batterie geliefert, ja. Also man kann das ohne Batterie kriegen, sagen wir es mal so. So wurde mir berichtet und so wurde es bei uns auch ausgeliefert, genau. So, wenn er kommt, ihr habt schon einiges zerlegt, muss man sagen. Du hast eben zu mir gesagt, kann man das Auto so zeigen, Sven? Wir haben schon ein bisschen auseinandergeruppt. Denn auseinanderruppen heißt für euch, allein diese Digitalkamera, die hat es euch angetan. Denn möchte man irgendein Navi-Receiver einbauen, also ein neues Radio einbauen, dann kann man die Kamera nicht mehr nutzen. Die Kamera funktioniert da nicht und da haben wir halt hier eine Lösung entwickelt, dass man die Kamera, die ab Werk eingebaut ist, rausmacht und dafür eine andere reinmacht. Und deswegen hängen da oben die Kabel noch so rum. Funktioniert jetzt, ist alles geklärt, aber
Die Kabel sind halt noch nicht wieder zurückgebaut. Ja, die Autos, die wurden ja vorgestellt auf der Messe, waren die ersten da, jetzt in Düsseldorf. Dann kommen aber schon die ersten Kunden auf den Hof, weil die wurden ja auch ausgeliefert. Ja? Das heißt, ihr müsst Antworten liefern. Ja klar, aber wir sind ja schon seit Monaten dran. Das heißt, hier war natürlich auch bei Reisemobilherstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, für die wir Produkte entwickelt haben. Die Alarmanlage zum Beispiel haben wir mit einem Reisemobilhersteller fertig gemacht. Den Radioeinbau, das muss ja alles schon da sein, wenn die ersten Fahrzeuge auf den Händlerhof kommen. Und das war natürlich auch da. Ja, beliebtes Fahrzeug. Ich zeige mal gerade was. Steig noch mal aus, bitte. Es gibt einen besonderes schönen Ort, wo die Leute gerne einbrechen, denn dieses Fahrzeug hat eine schöne Scheibe, nämlich die hier. Das ist der übliche Ort. Pack mal dein Handy aus, bitte, dann zeigen wir das mal, denn die Leute zertrümmern gerne diese Scheibe, um anschließend Injektoren zu klauen. Das heißt, die lassen dein Portemonnaie liegen drin und klauen nur die Injektoren. Das ist so passiert und nicht nur einmal, sondern relativ häufig, dass die Scheibe geknackt wird. Und da habt ihr eine Alarmanlage entwickelt, die selbst das Aufbrechen dieser Scheibe registriert. Das heißt also, das ist eine Herausforderung, die dann zu finden. Such mal ganz kurz. Das passende Bild dazu finden, aber das ist tatsächlich aktuell die häufigste Methode, ein Ducato aufzubrechen, nämlich herzugehen, diese kleine Scheibe dort einzuschmeißen und dann meistens auf der anderen Seite, wenn man die Injektoren klauen will, und dann die Injektoren auszubauen. Das passiert mehrheitlich natürlich genau, wenn du es mal gerade gegen die Sonne hältst. So, genau. Kann ich es mal zeigen. Also da ist die Scheibe, die ist kaputt. Und dann kann man nämlich Folgendes machen. Dann greift man irgendwie, öffnet dann die Tür wahrscheinlich, oder? Öffnet dann die Tür und zieht am Hebel, um dann die Motorhaube aufzumachen. Genau, um dann die Injektoren zu klauen. Das ist aktuell leider ein Thema, das viele Händler betrifft, auch ein Händler hier in der Gegend. Aber es werden auch ganz normale Wohnmobile, die in Benutzung sind, so aufgebrochen. Das heißt, kleine Scheibe einschmeißen, Tür auf und dann ist man drin. Und das machen ziemlich viele. Obwohl es ja noch einfacher geht, man kann ja auch einfach einen Schraubenzieher reinstecken und es hat die Türen auch relativ schnell dann auf. So, und auch da gibt es ganz viele Mittel, die man machen kann. Ihr habt euch jetzt auf die elektronische Manipulation beschränkt. Das heißt, du kannst durch den Einbau eines kleinen Bauteiles hier das Öffnen dieser Scheibe registrieren. Genau, also da erstmal registrieren wir es. Das heißt, wir haben Ultraschallsensoren eingebaut und diese Ultraschallsensoren erkennen dann, dass da jemand reingeht und lösen dann Alarm aus. Also wenn ich die Scheibe eingeworfen habe, gibt es schon einen Alarm. So, mach mal bitte auf, dann gucken wir mal rein. Denn die Fahrzeuge sehen nicht nur anders aus. Das ist jetzt nicht trivial, was hier geändert wurde. Bedeutet, kam der hier überhaupt mit irgendeinem Radio? Nee, das ist mit Radiovorbereitung. Man sieht es schon. Wir haben die beiden Schächte, die normalerweise drin sind, rausgemacht. Und der Anschluss ist erstmal ganz normal. Das heißt, wir haben einen ISO-Anschluss, wie wir das die ganze Zeit auch hatten. Wir haben auch einen Anschluss für die Lenkradfernbedienung, wie wir den die ganze Zeit auch hatten. Das Problem ist nur, dass diese Lenkradfernbedienung ganz anders funktioniert, als beim Ducato 7 funktioniert. Ganz wichtig auch, es gibt ja noch den Boxer und den Jumper. Und der Boxer und der Jumper funktioniert auch im Modelljahr 2022 genau wie ein Ducato 7, nicht wie ein Ducato 8. Das verwirrt manche Leute, aber da sind die Unterschiede relativ groß. Ich zeige dir hier nochmal was, Sven. Wenn du mal schaust, hinten siehst du hier die Tasten für die Lenkradfernbedienung. Tatsächlich sind das 3 Tasten, die habe ich auf der anderen Seite genauso. In der Mitte ist ein Knopf oben, ein Knopf unten. So, das heißt, da habe ich erstmal 6 Knöpfe und die steuern dann das Radio, oder die können das Radio steuern in Verbindung mit einem Interface, was ich dann noch dazwischen mache. Laut, leise, stumm. Ist das CAN-Bus? Quellenumschaltung. Und das ist eben noch nicht CAN-Bus, das ist widerstandsbasiert. Das heißt, jede Taste hat einen bestimmten Widerstandswert hinterlegt. Da gibt es ein Interface, also er kennt das und sagt dem Radio dann, mach jetzt laut, mach jetzt leise, was auch immer. Habt ihr das selbst gebaut, das Interface? Nee, das lassen wir machen. Also haben wir auch einen Partner für, wie wir für alle Produkte Partner haben, die für uns eben die Produkte entwickeln. Gibt es da, ich sag mal, Dokus für, dass das dokumentiert ist, welcher Widerstand, praktisch welche Taste habt, oder ist sowas selbst auszumessen? Das messen wir meistens besser selber nochmal nach. Das gibt es natürlich auch von Fiat. In den Aufbaurichtlinien steht das drin. Aber hier kommt jetzt noch was ganz Trickreiches hinzu, weil du hast vorhin schon vorne das Lenkrad gezeigt und hast vielleicht gesehen, das sind hier vorne noch 3 Tasten. Das sind 3 Tasten hier, nämlich für Annehmen, Auflegen und für Sprache. Das sind ja klassische Radiotasten. Ja. Und die funktionieren aber nicht über diesen Stecker, der da drin liegt, wie das immer war, also wie das beim Ducato 7 noch ist, sondern die sind angebunden an das Bussystem des Fahrzeugs. Also das heißt, die kann ich, Linbus in dem Fall, Linbus ist ein bisschen einfacher, ist ein Einradbus,
nicht ein Zweitradbus wie der CAN-Bus. Das heißt, ich habe die nicht auf dem Stecker, der da drin liegt für die Radiovorbereitung, sondern ich muss den LIN-Bus anzapfen. Das heißt, ihr müsst beides auswerten. Und das heißt, wir müssen dann tatsächlich beides auswerten. Das heißt, von uns gibt es Interfaces einmal nur für die 6 Tasten hinten und zusätzlich auch mit den 3 Tasten vorne. Warum gibt es beides? Weil eigentlich laut Fiat-Spezifikation es nur die 6 Tasten hinten gibt. Die 3 Tasten vorne gibt es eigentlich gar nicht. Hat die jemand dazu gedichtet? Vielleicht waren die Lenkräder gerade da oder die Spezifikation hat sich geändert, was auch immer. Aber es gibt relativ viele Fahrzeuge, die eben diese 3 Tasten vorne haben. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die haben die 3 Tasten vorne nicht. Ist ein bisschen Zufall offensichtlich im Moment, ob man die hat. Und wir haben immer Lösungen dafür. Ja, hier schön gelöst, finde ich, Verdunklung besser wie bei mir im Moment. Die geht von unten nach oben, die da ist. Das ist aber echt Geschmackssache, Sven. Also ich finde tatsächlich die Remis-Jalousie, die von rechts und links kommt, ein bisschen schöner. Was daran liegt, dass hier diese Verkleidungsteile nicht so ganz schön sind. Also oben, ich mag nicht, wie das Kabel da drin ist. Das ist tatsächlich Geschmackssache, gibt es beides. So, das Dashboard Ducato 8, es gefällt dir besser? Mir gefällt das besser. Es ist eigentlich gar nicht so viel unterschiedlich, aber es sieht ganz schön unterschiedlich aus, weil eigentlich sind nur die Lüftungsdüsen andere und der Radioeinbauschacht ist ein anderer. Heißt für uns natürlich auch, es gibt neue Radioeinbaublenden. Die Radioeinbaublenden für den Ducato 7 passen im Ducato 8 nicht und die 8er sehen völlig anders aus als die 7er. Die sind schon da? Die sind natürlich da, klar. Das heißt, ihr seid so wie praktisch irgendwelche Hersteller von Hüllen fürs Handy. Das heißt, ihr kriegt die Pläne schon vorher, ein gutes Stück vorher? Ja, die Pläne nicht, aber die Fahrzeuge halt. Und dann gehen wir halt zu den Fahrzeugen und gucken uns die an und machen dann die Lösungen dafür. Ich weiß noch, in China, da gibt es ja oft, dass die dann diese Darstellungen von den neuen Handys leaken. So ist es. Aber hier, Fiat Ducato 8 ist schon ein Gamechanger. Das heißt, da war es nötig, was zu ändern, weil die haben ja die Front fast gar nicht geändert. Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne mich jetzt mit den Basisfahrzeugen nicht so aus. Mein persönlicher Eindruck war jetzt, das Fahrzeug fährt ein bisschen schöner. Es ist ein bisschen komfortabler als ein Ducato 7. Ist leiser? Ist ein bisschen leiser, ja. Der Motor ist ein bisschen leiser gefühlt, aber ja. Ansonsten hat sich gar nicht so viel getan, ne? Es hat sich jetzt aus meiner Nutzersicht jetzt als Wohnmobilist hat sich nicht so ganz viel getan. So, hier ist ein Forster. Fiat sieht das wahrscheinlich anders. Was ganz schön ist, das neue Kombi-Instrument ist ein bisschen komfortabler. Es gibt ja noch ein voll digitales Kombi-Instrument. Das Fahrzeug ist insgesamt schon moderner geworden und die Lüftungsdüsen, das Armaturenbrett sieht schon ein bisschen eleganter aus, gar keine Frage. So, Forster, du bist gut mit Forster dran? Ja, Forster ist ein Kunde von uns und deswegen haben wir natürlich auch ein Fahrzeug von denen. Der Vertriebsleiter von Forster ist ein Freund von mir, den kenne ich seit... Vorname? Der Horst. Der Horst. Genau, der Horst, okay. Den kenne ich seit 1990. Wir haben zusammen bei Volkswagen gearbeitet damals. Und deswegen habe ich natürlich auch eine größere Affinität dann zur Marke, klar. Sehr schön. Also das ist ein Längsbettenfahrzeug. Das Bad ist ja immer interessant für große Menschen. Komm ruhig mal rein. Machen wir ein bisschen Werbung für den Horst. Denn die Fahrzeuge, sehe ich immer auf den Messen, sind immer schwer umlagert. Wir haben mal einen Forster gefilmt in Mülheim, muss ich sagen. Da ist ein Forsterhändler, der ganz nett ist. Und das hatte ziemlich viele Aufrufe. Das wird schon eng, oder? Im Kastenwagen in der Größe? Kastenwagen ist für mich immer eng natürlich. Jetzt haben die das Bad ein bisschen geändert zum Vorgänger. Aber es bleibt ein Kastenwagenbad, das ist gar keine Frage. Für uns finde ich jetzt die Raumbäder, sowas gibt es ja auch in der Trigano-Gruppe, die Raumbäder nicht so ganz gut, aber die Fahrzeuge halt mehr als Demo-Fahrzeug verwenden, weniger als Campingfahrzeug. Und dann stört ein Raumbad immer so ein bisschen. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Lösung. Das Bad ist ein bisschen besser geworden, finde ich, aber es ist natürlich nicht riesengroß. Ich würde dich mal bitten, mal reinzugehen, gerade ins Bad. Du bist 1,93 Meter mit Schuhen. 93, also genau. Normalerweise stehe ich ja hier nicht mit Schuhen. Das geht halt gerade so. So. Das heißt also, du müsstest dich schon ein bisschen bücken. Ich muss mich bücken, natürlich, klar. Gott. Der hat einen Duschvorhang oder wie ist das gelöst hier? Der hat einen Duschvorhang, genau. Okay, der ist jetzt nicht montiert. So, das heißt, ihr benutzt diese Autos hier quasi als lebendes Objekt, denn du hast in dem Auto volle Möglichkeiten, was zu installieren. Der Fernseher, der käme wohin? Lieber Harald? Der Fernseher passt dahin. Es ist ja extra hier auch nochmal ein Stück Platz gelassen, wenn ich die Klappe aufmache, dass ich vor den Fernseher komme. Das heißt, wir montieren klassisch wie bei fast jedem Kastenwagen den Fernseher. Ich zeig mal gerade was. Da vorne ist eine Stechmücke. Das gibt's doch gar nicht. Wollen wir die mal rauslassen? Nee, ja, wenn man die mal rauslässt. Nicht töten. Aber
Das ist krass, jetzt haben wir den 20. Dezember und wir haben Stechmücken. Ist das noch das Deutschland, was ich kenne? Ich habe keine Ahnung, aber die Sonne scheint ja heute, vielleicht liegt es daran. Ist rausgekommen. So, das bedeutet, Fernseher kommt hier hin. Ihr habt ja Lautsprecher gerade hinten, die kann man ins Holz einbauen. Wo werden die montiert? Holz aufbauen eigentlich. Aufs Holz das aufbauen. heißt sogenannte Exciter, die verwenden wir auch in der Erstausrüstung bei einigen Kunden. Und die sind eine gute Lösung, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass man einen unsichtbaren Lautsprecher hat und hat trotzdem einen vernünftigen Klang. Die klingen natürlich jetzt nicht so gut wie ein Direktstrahler, das heißt, man kann damit keine High-End-Lösung machen, aber das funktioniert schon sehr, sehr gut. So, wir haben verschiedene Fahrzeuge, die wir heute mal zeigen. Wir haben hier den teilintegrierten. Das ist eine Sache, die ihr relativ oft habt. Ihr habt hochwertige vollintegrierte, bei denen ihr teilweise auch Erstausrüster seid. All das müsst ihr laufend testen. Das Ganze kostet natürlich viel Geld, aber ist die Basis dafür für die zukünftigen Produkte, die ihr wirklich selber entwickelt, oder? Ja, natürlich. Also wir suchen uns Hersteller, die Produkte entwickeln, die Produkte für uns produzieren. Aber wir entwickeln natürlich Produkte und da ist es natürlich wichtig, nah am Markt zu sein. Da hilft uns das Service Center hier. Wir haben jeden Tag Endverbraucher hier, mit denen wir reden, die was von uns wollen, denen wir Produkte einbauen. Aber es hilft natürlich auch, die eigenen Fahrzeuge hier zu haben, sodass wir jederzeit was ausprobieren können, mal was verifizieren können. Ja, ich war ja vor rund einem Jahr war ich da. Der Morelo, den haben wir nachgerüstet mit einem ordentlichen Soundsystem. Ja. Kann man hier, ich sag mal, ein tolles Erlebnis eigentlich zaubern aus so einem Fiat mit wenig Aufwand? Na klar, also es gibt ja unsere Plug-and-Play-Soundsysteme, die fangen so bei 400 € an, sinnvollerweise dann auch noch kombiniert mit einem neuen Lautsprechersatz von uns. Ohne Radio allerdings. Ohne Radio, ja. Genau. Sinnvollerweise kombiniert dann mit unserem Lautsprechersatz, dann sind wir bei 550 € ungefähr plus Einbau. Das macht schon einen riesen Unterschied. Riesig, also muss man riesigen Unterschied zu den Lautsprechern, die jetzt hier eingebaut sind. Jetzt ist ja hier zum Beispiel bei dem Auto üblicherweise unter den Sitzen immer die Batterie verbaut. Ja? Wo würde man denn hier einen Subwoofer hinbauen? Also bei ganz vielen Fahrzeugen ist das tatsächlich nicht der Fall. Bei vielen Fahrzeugen, also bei allem, was so von Knaus kommt, von Trigano kommt, ist unter dem Beifahrersitz super Platz für den Subwoofer, den können wir da einbauen. Und wenn der da nicht passt, dann findet man eine andere Stelle, zum Beispiel hinter dem Fahrersitz. Wir haben eine spezielle Adapterplatte noch gemacht, sodass man den hinter den Fahrersitz auch montieren kann. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt sage, ich brauche keine SAT-Anlage mehr, weil ich will über den Stick gucken und so weiter und das Thema Router würde man jetzt wie verbauen hier? Oben mit der Antenne. Das haben wir ja tatsächlich häufig schon, dass Leute kommen und sagen, ich möchte eigentlich, also gerade so an dem Fahrzeugsegment, dass Leute gar keine SAT-Anlage mehr haben wollen. Den bauen wir dann eine Antenne aufs Dach. Wir bauen den Router meistens dann hier in diesem Bereich rein, sodass man dann den Oberschrank montiert. Montieren dann unsere Smart-Fernseher, die unterscheiden sich ein bisschen von anderen. Die haben ein echtes Android TV 9.0 System drauf, das heißt, ich kann es updaten. Ich habe immer Zugriff auf Netflix, auf Amazon Video, auf die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Achso, die sind noch zertifiziert von Netflix. Genau, die sind noch zertifiziert. Das heißt, wir haben keinen Fernseher, wo das direkt eingebaut ist, sondern wir nutzen dann einen Stick, den man dann reinsteckt. Aber die Bedienung erfolgt so, als wäre es eingebaut. Das heißt, ich habe da nur die Karatec-Fernbedienung, mit der bediene ich dann alles. Und dann habe ich das Beste aus beiden Welten. Das heißt, volle Update-Fähigkeit, Netflix, Amazon Video, alles. Ich habe mich so geärgert, praktisch andere Hersteller mit A anfängt, ich will keinen Namen nennen, aber der ist drin im Morelo gewesen und du kriegst mit der Fernbedienung von dem Prime Stick einfach diesen Fernseher nicht bedient. Ja. Ich habe alles gemacht, da war ich auf der Messe, habe gefragt, warum habt ihr diesen Code? Sagt er, ja, ist halt immer so gewesen, haben wir nicht, ist nicht aufgenommen worden. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist bei uns auch immer so gewesen, aber wir haben entsprechend für unsere Smart Bundles die Software vom Gerät so geändert, dass das eben funktioniert. Das heißt, der liest das über wahrscheinlich HDMI aus, oder wie? Über HDMI, genau. CEC heißt die Funktion und damit kann ich das dann alles bedienen. Alles, wirklich alles? Ja, ja, klar. Ja, das habe ich nämlich auch gemerkt. Also das heißt, du kannst mit der Fernbedienung vom Fernseher den Prime Stick auch bedienen? Genau, das würde dann auch funktionieren. Wenn ich einen Prime Stick hätte. Das heißt, also bei uns ist es ein anderer Stick, aber mit dem Prime Stick geht das natürlich auch. Was nicht funktioniert, ist natürlich, weil kein Mikrofon in unserer Fernbedienung drin ist. Das heißt, wenn ich die Sprachsteuerung nehmen möchte, dann nutze ich natürlich dann die Amazon-Fernbedienung. Habe ich nur für YouTube, muss ich fairerweise sagen. So, Fernseher hinten, geh mal bitte durch. Mal gucken, ob das geht. Müsste gehen, so ein kleines bisschen, denn alles ist ja hier rausgebaut. Wir haben ja hier eine spezielle Lösung noch für Kastenwagen. Das heißt, wir haben einen Halter, der hier drunter montiert wird.
Mit dem ziehe ich den Fernseher raus, klappe den Fernseher nach oben und er ist dann so angeordnet. Das heißt, insbesondere für Querbetten ist das eine optimale Lösung. Das heißt, das ist näher dran. Und heutzutage die Fernseher haben eine hohe Auflösung. Ich habe keinen Platz. Ich kann da vorne ja keinen Fernseher montieren. Hier geht der Schrank auf, kann ich keinen Fernseher hinmachen. Wird nicht funktionieren. Ja, unten geht das Bett nicht hoch. Unten geht das Bett nicht hoch. Also das ist schon schwierig. Deswegen haben wir diesen speziellen Halter gemacht. Hier hochklappen und wenn ich den Schrank aufmachen will, dann fahre ich den Fernseher einfach runter und dann funktioniert das unheimlich gut. Und ich habe dann auch, wenn ich hier so quer drin lege, auch eine super Position zum Fernsehen. Jetzt wäre hier eventuell noch eine Möglichkeit, aber deswegen habt ihr ja das Auto. Das heißt, ihr tüftelt jetzt eine Lösung aus, unter anderem für solche Autos mit offener Blickachse. Jetzt hast du ja hier keinen Schrank mit drin. Die Herausforderungen, die sind immer verschieden. Damit die Technik am Schluss dann so funktioniert, gibt es da schon mal Rückschläge, dass du irgendwas baust und auf einmal ändern die das vom Werk? Das kommt natürlich auch schon mal vor. Also, dass man Sachen fertig hat und dann funktioniert nicht mehr, weil das Fahrzeug sich verändert hat oder irgendwie sowas. Gibt es dann schon mal. Das ist so, ja, ganz große. Wir haben es aber auch andersrum. Ich zeige dir gleich noch mal draußen was. Müssen wir von draußen noch mal schauen. Komm, zeigen wir mal. Oder in die Türen reinschauen. Wir haben ja schon gesprochen über das Thema Soundsystem und da gehören ja auch Lautsprecher dazu. Das heißt, wir haben bessere Lautsprecher für die Türen. Und wenn man sich jetzt diese Türverkleidung hier anschaut, dann stellt man fest, dass die völlig anders aussieht als das, was ich die ganze Zeit hatte. Das ist eine richtige Türverkleidung, einmal komplett. Ja. Hier habe ich ein Lautsprechergitter. Ja, warte mal kurz. Wenn du mal gerade aus der Sonne trittst, komplett. Genau, wir gehen beide mal aus der Sonne. Wir müssen irgendwie stehen. Genau, jetzt haben wir es. So, erzähl mal. Wir haben da ein Lautsprechergitter. Bislang war das so, dass ich das Lautsprechergitter rausnehmen konnte und konnte einen Lautsprecher tauschen. Das ist hier nicht mehr der Fall. Hier habe ich eine Türverkleidung, die man komplett runter machen muss. Das ist kein Problem. Da stellen wir dann auch in Kürze eine Anleitung nochmal zum Download auf unserer Seite bereit. Türverkleidung komplett runter, dann kann ich den Lautsprecher tauschen. Aber das Schöne ist, der Lautsprechersatz, der seit 2007 im Ducato passt auch im 22er noch. Das heißt, da war keiner so wahnsinnig und hat auch das geändert? Da ist innen drin so wenig geändert, dass unser Lautsprechersatz immer noch passt. Das ist ganz schön dabei. Ja, schon. Also hier siehst du ja auch so Kleinigkeiten. Hier ist das neue Remis-System, was drin ist, auch schön gemacht. Mensch, also ich fasse mal zusammen. Sattanlage wäre kein Problem, Solar wäre kein Problem. Jetzt haben wir hier den schönen Fall, noch nicht mal eine Batterie ist drin. Ladebooster kein Problem, Kommt natürlich ein anderer rein, klar. Da ist jetzt die Standardausstattung drin. Und von unserem Partner NDS gibt es bald ein sehr schickes Programm, bestehend aus einem Ladebooster, aus den Solarreglern für die Sattanlage, aus Lithiumbatterien. Und das werden wir hier natürlich dann auch ausprobieren im Fahrzeug. Sehr schön. So, es steht hier, ja, das Ganze ist da. Alarmanlage können wir einbauen. Ihr könntet auch einen Brickstop, wenn jemand den mitbringt, auch mit verbauen dann. Ja, klar. Ja. So dass ich hardwaremäßig drin bin. Wie ist denn so die Reaktion in den Fahrzeugen, wo eine gute Alarmanlage drin ist und das auch draufsteht? Gibt es Aufkleber eigentlich, wo es draufsteht? Es gibt natürlich Aufkleber, das überlassen wir den Kunden, ob sie den draufkleben wollen oder ob sie es nicht machen wollen. Wir empfehlen, den draufzukleben, aber wir kleben den selber nicht drauf. Du weißt ja, wir vertreiben nur die Alarmanlagen von Vodafone Automotive, von denen sind wir 100% überzeugt. Ex-Cobra, muss man sagen. Ex-Cobra, genau. Sie hießen die bis 2014. Ein Unternehmen, was es seit 1973 bereits gibt und gibt es in unterschiedlichen Ausbaustufen. Das heißt, wir bauen die hier so ein, dass man eben auch eine Wegfahrsperre hat, eine zusätzliche Wegfahrsperre hat. Es gibt ja Videos im Internet, wo drin steht, dass man so einen Dongle auf den OBD-Port draufstecken kann. Also es gibt ein kleines Gerät. Ich breche ein, stecke einen Dongle drauf, dann kann ich wegfahren. Wird so berichtet, ja. Wird so berichtet. Genau. Geht das bei deinen? Das geht mit den Alarmanlagen, wo wir eine Wegfahrsperre einbauen und die Driver-Card dazu machen, geht das dann nicht mehr. Weil wenn die Driver-Card nicht da ist, lässt sich das Fahrzeug nicht starten. Die Driver-Card wird zusätzlich ausgelesen? Die Driver-Card wird zusätzlich ausgelesen. Wenn die nicht da ist, kann ich das Auto nicht starten. Ist das drahtlos? Oder das ist drahtlos natürlich. Also genauso die habe ich nur dabei. Die funkt dann ab und zu mal und schaltet dann die Wegfahrsperre zusätzlich frei. Das ist eine zusätzliche Wegfahrsperre? Das ist eine zusätzliche Wegfahrsperre, genau. Okay, das heißt, die Jungs kennen sich ja aus, ganz oft. Schlüssel anlernen und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch Zusatzgeräte, die das unterbinden. Ich sag mal, die Kommunikation auf dem CAN-Bus unterbinden. Habt ihr sowas auch? Nee, sowas haben wir nicht, weil wir eben auf die Lösung setzen, dass alles so serienmäßig wie möglich bleibt. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug in die Werkstatt gebe, soll das genauso auslesbar sein wie ein serienmäßiges Fahrzeug. Und wir sorgen halt mit der Wegfahrsperre, die wir zusätzlich einbauen, dafür, dass es trotzdem nicht geklaut werden kann. Ihr habt eine Fahrzeugortung. Ja. Das ist sehr interessant. Klär mich mal auf.
Vodafone Automotive hat diese Fahrzeugortung, die wird zum Beispiel auch bei Porsche verwendet, heißt dort Porsche VTS, Vehicle Tracking System, und die zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eben ein Alarmsender-Netzwerk dahinter gibt. Das heißt, wenn mein Fahrzeug, ich bin jetzt mit dem Wohnmobil in Griechenland beispielsweise im Urlaub, es wird dort gestohlen. Die klauen mir alles. Und die klauen einem das ganze Wohnmobil dann habe ich die Möglichkeit, auf den Knopf zu drücken, wenn ich das System habe natürlich. Dann spreche ich mit dem Alarmcenter, das ist dann das deutsche Alarmcenter in Mannheim in diesem Fall, und sage denen, mein Auto ist weg, kümmert euch. Und das funktioniert unheimlich gut, weil die diesen Alarm sofort nach Griechenland weitergeben. Das griechische Alarmcenter ist in täglichem Kontakt mit der Polizei, weil die machen auch Juweliere und so weiter. Und das funktioniert dann so, dass die ganz schnell ausrücken und in aller Regel das Fahrzeug sehr, sehr schnell wieder beschaffen. Jetzt sind die Jungs ja schlau, die haben solche Jammer mit dabei, dass, ich sag mal, vielleicht keine Mobilfunkverbindung aufgebaut wird und so weiter. Ja. Sind die meisten so schlau oder sind das oft auch Gelegenheitsdiebe? Sag mal, wenn ich so ein Auto klaue. Ich sag's mal so rum. Es gibt Länder, in denen solche Systeme zertifiziert werden. Das sind die Länder, in denen sehr, sehr viel gestohlen wird. In Deutschland, die kennen sich aus. Die kennen sich da besser aus als in Deutschland. In Deutschland wird verhältnismäßig wenig gestohlen, Gott sei Dank. Es gibt andere Länder, Großbritannien, das ist immer ganz erstaunlich, im Lenkrad aus unserer Sicht auf der falschen Seite, da wird ziemlich viel geklaut. Und da gibt es Organisationen, die prüfen sowas. Und die prüfen auch, wie manipulationssicher ist so ein Tracking-System. Und da sind die von Vodafone Automotive die kommen aus England dabei. Ja. Muss man sagen, da gibt es sogar... Also in Polen gibt es das, in Benelux gibt es das, überall gibt es das. In Deutschland gibt es leider so eine Zertifizierungsorganisation für solche Produkte nicht. Das heißt, hier kann jeder sagen, ich habe ein funktionierendes Ortungssystem fürs Fahrzeug. Ich habe das in England gesehen, da bieten die sogar Systeme an, die ganz ohne LTE, GSM oder irgendwas einfach nur ein Funksignal aussenden, weil die Jungs alles blockieren und die orten dann mit Peilantennen das Auto. Genau, das sind aber eigentlich so die älteren Systeme. Da gab es auch mal einen Ansatz, dass man sowas in Deutschland auch verkauft, aber die Firma war dann relativ schnell vom Markt weg, weil das Problematische dabei ist, ich brauche eine Infrastruktur. Ich brauche einfach eine Infrastruktur, die Polizei muss ausgestattet sein mit diesen Sendern. Und das hat in Deutschland halt einfach nicht funktioniert. Das waren halt Baumaschinen, die da geklaut worden sind. Und die hatten dann so ein... Völlig wurscht. Also die Vodafone Automotive-Systeme sind ja auch nicht auf Wohnmobile nur fokussiert, sondern die werden natürlich in PKWs verwendet, in ganz vielen. In Großbritannien ist es auch so, dass ich für so ein Fahrzeug oder gerade für ein etwas teures Wohnmobil oder für einen PKW, der auch 50, 60, 70.000 Euro kostet, gar keine vernünftige Versicherung kriege, wenn ich nicht noch einen zusätzlichen Schutz mitkaufe. So, also, Fahrzeug kostet ein bisschen was. Konntet ihr denn die bisherigen Fahrzeuge ordentlich weitervermarkten? Das heißt, wenn ihr mal so ein Fahrzeug abgebt nach 3 Jahren? Bis jetzt war das immer der Fall, weil die sind ja natürlich auch ganz schick ausgestattet mit allem drum und dran. Da kann man sich reinsetzen und losfahren, hat viel Energie an Bord, hat gescheite Musik an Bord. Von daher hat das bis jetzt immer gut funktioniert. Das heißt, die nächsten Jahre wird das hier dann schön auseinandergenommen und ein Kollege kann es auch mal mitnehmen zum Testen. Das ist ganz wichtig, dass es im Alltag auch mal getestet wird. Genau, oder? natürlich, klar. Also dass die mal ausprobieren, wie lange die Batterie auch wirklich hält, wenn man so unterwegs ist. Ja. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank drin, das heißt, der zieht natürlich auch ganz gut Strom. Und da ist es natürlich dann auch interessant zu verstehen, wie lange kann ich denn mit dem Fahrzeug wirklich autark stehen. Wenn ihr neue Systeme habt. Großer Partner NDS. Ja. Kommt aus Holland? Kommt aus Italien. Aus Italien? Ja, sind in Holland relativ stark, aber kommen aus der Nähe von Pescara in Italien. So, da sieht's. Ja, Harald Schäfer von Karatec. Heute großes Special, denn wir haben unseren Sprinter. Erstmal nochmal vielen Dank an Delta 4x4 für die Felgen. Wir werden euch bald besuchen kommen, werden berichten über diese tolle Firma, die da ist. Da sind sie drauf auf unseren Sprinter. Aber ich habe bemängelt, der DAB Plus Empfang in meinem GFK Superhochdach war schlecht. Da habt ihr euch drum gekümmert. Da werde ich jetzt zunächst mal die Lösung mal ausprobieren, wie das bei mir im Empfangsgebiet ist. Punkt 2 war, der Sound trotz M-Bux höchster Güte ist sehr bescheiden gewesen, war optimiert für Sprache, Telefonieren, was natürlich bei DAB Plus, da hast du HiFi-Systeme, die echt nicht schlecht sind, wirklich ziemlich übel war. Das habt ihr korrigiert. Genau, wir haben auch da ein Plug-and-Play-System eingebaut und bin dann gespannt, was du dazu sagst und wie dir das auch während der Fahrt gefällt. Interessant ist, ihr emuliert quasi Lautsprecher. Das ist das Besondere. Man muss das nochmal erklären. Das heißt, wenn ich jetzt ein Serienradio hier drin habe, wo ihr demnächst vielleicht ein DSP rausbringt, ist das schon fertig für das neue Serienradio? Für das große? Das ist tatsächlich, muss nur noch zusammengepackt werden, aber das ist fertig. Auch da gibt es neue Stecker. Die Stecker gab es bislang noch nicht.
Aber das haben wir dann ab Januar 22, also jetzt in 4 Wochen oder sowas, ist das dann auch lieferbar. Also wenn jemand einen Ducato 8 hat mit dem neuen Radio, was integriert ist hinten mit der, wir haben also gehört, digitale Kamera hinten drin und so weiter, gibt es demnächst dann ein schönes HiFi-Paket für euch und ihr emuliert quasi Lautsprecher. Das ist nichts anderes. Das heißt, ihr tut so, als wärt ihr die Serienlautsprecher. Das ist schon ziemlich gemein. Ach so, ja, genau. Das Radio kann das gar nicht merken. Genau, die Diagnosefunktion, auf die du ansprichst, die Radios haben heute alle eine Diagnosefunktion. Spätestens in der Werkstatt, wenn der Tester angeschlossen wird, würde man merken, da sind ja gar keine Lautsprecher mehr dran, weil wir benutzen ja die Lautsprecherausgänge nicht mehr, um Lautsprecher zu treiben, sondern nur um unseren Verstärker zu treiben. Und der Verstärker ist so intelligent, dass er dem Radio praktisch vorgaukelt, da sind Lautsprecher drin und ist dadurch weiterhin voll diagnosefähig. Okay, da gibt es auch solche Kabelbäume, da wird nur gesteckt. Das heißt, wenn ich das Ganze hier jetzt sehe, da kommt so ein Zwischenadapterteil dazwischen. Das geht relativ schnell. Kann ich das auch selber machen? Kann man die Bausätze, die es gibt, auch im Handel beziehen? Ja klar, also es gibt die bei den Versendern, die Caravan-Zubehör verkaufen. Wenn man einigermaßen geschickt ist, kann man das auch selber einbauen. Kaputt machen kann man eigentlich eh nichts, weil es keine losen Leitungen gibt, sondern alles wird nur zusammengesteckt. So, ihr habt ein großes Service Center hier in Landau. Darf ich als Endkunde herkommen? Ja klar, dafür ist das ja gemacht. Also das Service Center ist für unser Endverbrauchergeschäft. Das heißt, Leute machen dann Termine, kommen zu uns nach Landau, lassen sich Sachen einbauen. Da geht es dann gar nicht so um die normalen Sachen. Also jetzt ein Plug-and-Play-Soundsystem machen wir natürlich auch. Das kann der Händler aber auch. Aber alles, was so ein bisschen spezieller ist, größere Soundsysteme. Wir machen ja auch Soundsysteme für mehrere tausend Euro. Oder wie bei dem Fahrzeug hier, was hier neben steht, dass wir ein 360-Grad-Birdview-System einbauen und so weiter. Das machen wir natürlich auch gerne dann hier. So, das ist wichtig. Also Nachrüstung, dass ich rund ums Auto gucken kann, jedes Hindernis sehe und so weiter. Was ist das für ein Aufwand, Einbau, 360 Grad? Ja, das dauert schon relativ lange. Auch da haben wir natürlich Übungen, weil wir es ziemlich häufig machen. 1-2 Tage? Aber das dauert dann schon so 2 Tage, muss das Auto hier stehen, damit wir das dann fertig haben. Genau. Dürfen die Leute nachts übernachten? Natürlich, also klar. Also selbst wenn das Fahrzeug zerlegt ist, wie jetzt beim 360-Grad-Birdview-System-Einbau, funktioniert das natürlich, dass die dann, das Fahrzeug fahren wir nachts raus oder abends raus und die Kunden können dann übernachten, haben Strom, können entsorgen, versorgen. Das ist dann kein Problem. Da sieht man es, du hast eine Entsorgungseinrichtung mit dabei. Die Werkstatt ist riesengroß. Die Tore sind, glaube ich, größer als 4 Meter, oder? Die sind ein bisschen höher als 4 Meter, sodass wir alle Wohnmobile da reinkriegen, auch die ganz großen. So ist das. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. 20. Dezember ist jetzt, wenn es ein bisschen kalt. Hier, wenn man aus der Sonne rausgeht, ist tatsächlich ein bisschen kalt, genau. Ja, 20. Dezember 2021. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg für 2022. Dem ganzen Team von Caratec. Ihr seid sehr nett. Wir haben uns ja durch Zufall mal kennengelernt, wo, ich sag mal, ich weiß gar nicht mehr, wer die Anfrage gestellt hatte. Ich war mit dem Dame Morello und da war das Soundsystem suboptimal. Das haben sie jetzt verbessert, muss man sagen. Ja. Lautsprecher oben. Jetzt könnte ich mal ganz frech sagen, auch da gibt es noch Luft nach oben. Auch da kann man noch mit DSP-Verstärker eine ganze Menge rausholen, selbst mit dem neuen System jetzt auch noch. Also Thema Subwoofer zum Beispiel, also das ist ganz wichtig, dass die Lautsprecher entlastet werden, dass der Bass klarer kommt und so weiter und so fort. Aber da geht noch mehr, denn da sind ja mehrere Fernseher drin, da habt ihr Systeme, dass man sogar ohne Radio direkt mit dem Verstärker den Sound vom Fernseher verbessern kann. Genau, also der Verstärker geht automatisch dann an, wenn der Fernseher angeht, ohne dass ich das Radio vorne anmachen muss. Also auch für autarkes Stehen ganz sinnvoll, weil ich wenig Strom brauche. Genau. Harald Schäfer, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Harald. Tschüss.